Hey, guten Tag miteinander. Ganz viele geile Teile. Das lödelt einwandfrei. Das kann nur eins sein. Der Motor für den Nickel Goldbober. Wir übertreiben ganz leicht. Es gibt ganz viele Goldteile im Motor, die man nachher nie mehr sieht. Einfach Gold, nicht zu viel. Gold, Gold, Gold. Beim Nickel Goldbober haben wir komplett übertrieben. Ihr seht es dann beim Zusammenbau, da artet es wirklich extrem aus. Hier sehen wir haben diverse Teile vergoldet. Hier die schönen Spitzmütterli, die Bulletmütterli vom Mofa Cult 66 Heroes, der Kupplungsarm, der Kupplungshebel. Da sieht man, es ist natürlich bis runter vergoldet. Das ist nachher im Motor rein. Das sieht man nicht mehr, aber natürlich oben dran. Dann diverse Schräubli, all das ganze Zeug. Man sieht aber schon ein bisschen den Stil, wo es hergeht beim Nickel Goldbober. Ich bin sonst eigentlich der Typ, der so einen Sachsmotor sehr gerne im Original Silber lackieren. Wenn überhaupt, also wenn neu lackieren, dann im Original Silber. Jetzt bei dem, weil alles ausgefallen ist, haben wir uns mal für so etwas entschieden. Ihr seht hier Emblem, Signature S machen lassen und was ich persönlich extrem porno finde, ist hier die Lüfterhaube mit dem Signature Bikes drin. Das ist wirklich nur dazu da, dass die Hose nicht einzieht ins Lüfterrad, weil das Lüfterrad ist selbstverständlich auch vergoldet und das kommt dann da hinten her. Ich bin selber noch gespannt, wie das schlussendlich aussieht, das Motorli. Ich bin aber sehr, sehr guter Dinge. So weit sind wir jetzt aber noch nicht ganz, weil wir müssen natürlich zuerst das Herz machen und das Herz machen wir auch nach bestem Wissen und Gewissen. Also es kommt eine neue Kurbelwelle rein, wir haben die ganzen Schalteinheiten und natürlich haben wir hier einen Kickstart-Mechanismus, wo wir hier reinmachen wollen, ins schmale Gehäuse. Da kommen wir vielleicht gerade zum ersten. Wir haben Sachsmotoren, gibt es ja diverse verschiedene. Da sehen wir jetzt, ich rede jetzt vom schmalen und vom breiten Gehäuse. Das schmale Gehäuse ist das mit dem kleinen Kurbelwellenlager, also mit den 15er. Und dann gibt es noch das breite Gehäuse mit den 17er Kurbelwellenlager. Das breite Gehäuse ist dann quasi diese Seite, sind beide Gehäusehälften ungefähr gleich breit. Und da sieht man ganz klar, das ist das schmale 550-3 Motorli. Diese Seite auf der Zündseite, die ist ein bisschen schmäler als die Kupplungsseite. Und anhand von dem sieht man es. Ich sage mal, das ist ein bisschen das begehrteste Motor in der Schweiz, weil man kann die Dreigang-Motoren ohne grosse Anpassungen unter den Töffli-Rahmen schrauben, also wo vorher der 50-2 drin war. Also ich fange mal an, und zwar mit der Kickstarterwelle. Jetzt haben wir hier ja schön den Stopper und das ist jetzt gerade das erste, das ich hier montiere. Da nehmen wir natürlich immer, ganz wichtig, ich nehme da so ganz feines Lagerfett, wo man das Ganze ein bisschen einreibt, dass man das ja nicht trocken montiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil da hat es natürlich Stellen, wie da oben bei dieser Büchse, da kommt nachher selten Öl an und deshalb ist ganz wichtig, dass man das sauber fettet. Da sehen wir, da hat es so einen kleinen Ausschnitt. Der ist wichtig wegen der Kickstarterwelle, weil es da unten so Nöppel dran hat. Also der ist ganz wichtig, sonst kann man das nicht sauber montieren. Man kann natürlich selbstverständlich bei einem anderen Gehäuse, wo das nicht ist, kann man das von Hand ausfräsen. Das ist überhaupt kein Problem. Ganz wichtig ist, wir sehen ja, da unten hat die Büchse, die steht ein bisschen vor und da der Arm, der Haltearm, der muss unbedingt dort sauber drauf. Das ist ganz, ganz wichtig. Da auch der Kickstarter-Teil. Da der Anschlag, der Stopper, muss unbedingt da schön zwischendrin. Jetzt sehen wir da, es ist sauber drauf. Wir sehen da noch ganz leicht Messingbüchse vorstehen. Genau so muss das sein. Da sehen wir die Federn, die hänge ich da in der Mitte ein, im mittleren Loch. Und unten dran ist sie geführt. Ist sie da drin und natürlich aussen dran geführt. Dann kann ich das bereits schon mal mit einer Drehbewegung kann ich das da montieren. Und jetzt sehen wir, das ist bereits schon mal fix. Die Feder hat eine Vorspannung und diese Seite ist jetzt quasi vorbereitet. Da natürlich die Lager mit diesen Lagerwalzen ist alles schon vorbereitet. Immer schön Fett rein, dann heben auch die Lagerwälzchen, fallen nicht mehr raus. Da haben wir natürlich auch wieder die Vorgelegewelle, die wir schon ausgemietet haben. Also die Distanzen, die stimmen. Die Vorgelegewelle, die muss so rund 500 Spiel haben. Auch da natürlich nehmen wir ein bisschen Fett. Also da bei den Lager, da gebe ich lieber ein bisschen Öl. Da drücke ich nicht Fett rein, sondern gebe ein bisschen Öl rein. Und jetzt kommt das Getriebe. Die Scheibchen da hinten, die sind wirklich extrem wichtig, weil
Das muss da natürlich, wenn ich da ein bisschen Druck gebe, das muss Ring laufen und muss ganz, ganz minim Spiel haben. So irgendein Zehntel in diesem Bereich. Da kann man jetzt wunderbar das so zusammen einfahren. Und dann ist das schon mal drin. Wenn das drin ist, gebe ich da gerne auch überall noch ein bisschen Öl. Jetzt kommt das Starterrad. Das Starterrad geht unten aufs unterste Zahnrad aus dieser Sicht. So, dann schauen, dass da die Bohrung schön fluchtet, weil jetzt haben wir natürlich im Vergleich zum Zweigangmotor haben wir jetzt eine Welle mehr. Das heisst, es wird nicht wirklich einfacher, um die Gehäuse zusammenzustecken. Da gebe ich auch ein bisschen Öl an. Das ist ein bisschen wie eine Kochsendung. Backen. Backen mit Zick. Da ganz wichtig, passt auf. Die Kurven sind jetzt da schön angefasert. Wegen dem Simmering. Simmering natürlich auch schön fetten, dass das da sauber drauf ist. Die Lagerhemdfett. Auf dieser Seite tue ich es da ein bisschen fetten, gebe aber trotzdem da ein bisschen Öl rein. Da in die Schmierbohrung, wo nachher das Öl läuft im Betrieb. Der Kupplungshebel, dort tue ich auch schön ölen. Da haben wir natürlich auch das Haltescheibli plus der Simmering drin, schön gefettet. Und jetzt führen wir das hier ein. Schauen wirklich, dass das muss ganz ring laufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann da kommt ja so ein Kerbnagel rein. So. Da nicht übertreiben. Jetzt merkt man da, das lödelt einwandfrei. Uta. Entschuldigung. Hast du gesehen? Das ist wirklich ein lustiges Wort. Und jetzt tun wir da die Dichtflächen entfetten. Währenddem noch einmal kontrollieren, sind da überall die Distanzhülsen drin, wo müssen sein, Positionshülsen etc. Weil ich nehme ja da gerne ein bisschen Dichtmasse. So, die Dichtung ist drauf. Jetzt sehen wir, es hat überall wirklich nur hauchdünn ein bisschen Dichtmasse drauf. Es ist alles geölt. Haben wir schnell einen Blick. Der Kerbnagel ist drin, die Position ist am richtigen Ort vom Kickstarterhebel. Es ist auch immer gut, schnell auf den Tisch schauen. Fällt einem auch noch etwas auf, das noch hier sollte. Dann kann man das Ganze zusammenstecken. So, eben das natürlich mit 4 Achsen wird das nicht einfacher. Manchmal trifft man es gerade schön, das ist jetzt aber nicht der Fall. Natürlich nicht. Muss man schauen, da. Die Scheiben sind drin, alles noch am richtigen Ort. Da auch. So, komm. Das ist hier die Hauptwelle. Ja, jetzt ist es gegangen. Die Dichtung ist drin. Hilft einmal natürlich auch, jetzt hat man es gerade gesehen, wenn man ein bisschen an diesen ganzen Wellen ein bisschen dreht. Das sind halt eben solche, die man nachher nicht mehr sieht. Aber man weiß es ja. Darum machen wir ja auch ein Video, oder? Dann kann man das wieder mal schauen und sagen, so, das ist mal richtig krank, oder? Das ist ja auch die Wahrheit, dass du zu mir gesagt hast, Uta, wir müssen ein Motorenvideo machen, ja. Damit man die Schrauben einmal sieht. Aber wir sind ja ehrlich. Ja, genau. Authentisch. Das ist ein absolut authentischer Kanal da. Auch wenn es weh tut. Wieso lachst du? Nein, das ist ein zustimmendes Lachen. So, und dann schaue ich immer gerne schauen. Die muss ja 1 bis 2 Zehntel Spiel haben, während dem Anziehen. Es ist wild. So, jetzt habe ich da natürlich so einen schön breiten Schraubenzieher. Ganz wichtig, dass das Zeug da, dass man nicht abrutscht. Und dann kommt das gut mit dem Gold. Also, jetzt schauen wir noch mal all die Spiele an. Da ist noch die Schaltung durchgehen. Das funktioniert. Dreht einwandfrei, ganz wichtig. Ich weiss nicht, ob ihr das seht. Man sieht es ein bisschen anhand vom. Ja, wahrscheinlich sieht man es nicht. Das ist wirklich gerade so ein Zehntelspiel. Jetzt sind wir hier die Kupplungsseite angelangt. Jetzt ist noch ganz wichtig, da die Kupplungskörbe. Ich habe natürlich gerne die Originalen. Was ganz wichtig ist, wenn man schön darauf schaut, dass das nicht verzogen ist, weil wenn man natürlich da das Spezialwerkzeug nicht hat und die Kupplung vorspannen, dann ist es ja noch viel der Fall, dass man das so macht mit einem Schraubenzieher da, oder? Und dann gibt es, dass die Lamellen da, dass die sich verbeugen. Da muss man schauen, dass die schön gerade sind. Und da sieht man es jetzt sehr schön, die sind eingelaufen, weil da rein läuft ja die Zwischenlamelle und die ist quasi Kraftübertragung. Und jetzt sieht man da sauber,
Da, wo die Zwischenlamellen ist, da hat es so Nöppeli. Also das ist ganz leicht eingelaufen, bei der ist es jetzt noch nicht tragisch, aber unbedingt mit den Filen kann man die Nöppeli, man hört schon sehr gut, kann man die Nöppeli da schön abziehen. Da innen die Fläche, also wenn man kuppelt, bewegt sich die ja innen und raus. Und dass das wirklich schön sauber läuft, tun wir jetzt genau auch diese Linie da rein. Da tun wir auch schnell überzupfen. Bei der ist es jetzt wirklich nicht tragisch, aber gleich, man sieht es. Und das ist ganz wichtig, dass das Zeug wirklich sehr, sehr schön läuft. Die Verzahnung, die darf nicht eingelaufen sein. Ganz wichtig, das sieht jetzt wirklich noch aus wie neu. Weil wenn die natürlich eingelaufen ist, dann hat man zu viel Spiel. Das können wir jetzt dann gerade anschauen, sobald es montiert ist. Da innen der Konus schön trocken. Natürlich kein Staub und nichts drauf, ganz wichtig. Und da sieht man jetzt das, was ich gemeint habe. Das muss einfach ringlaufen. Die Sicherungsscheibli, die sieht man, da hat es hier ein Näschen. Und dann schaut man beim Kupplungskorb, hat es hier einen Ausschnitt. Da muss das Näschen rein. Das ist quasi die Verdrehsicherung. Da haben wir die Mutter, das ist ein Linksgewinde. Jetzt haben wir ja hier unsere Halter. Dass wir da nicht auf dem Gewinde anstehen. Und dann kann man da geben. 35 Newtonmeter. Dann immer gerade sichern. Das kann sonst natürlich gerne vergessen gehen. Jetzt bei dem lange, das ist sehr dünne Scheibe. Da kommt man sowieso sonst mit nichts dazu. Da kann man einfach einen grossen Schraubenzieher nehmen und das sauber daher drücken. Und dann schön kontrollieren, ist das Näschen am richtigen Ort und ist sie gesichert. Weil dann kann man das nämlich abhaken, läuft einwandfrei. Dann haben wir hier die Federkeile. Die sind natürlich ganz wichtig. Wichtig, dass die drin sind natürlich. Da auch wieder schön staubfrei. Und dann kann man das da drauf schrauben. Da kommt jetzt natürlich auch wieder so eine ganz wichtige Mutter mit der Federscheibe, vergoldet. Das sieht man nie mehr. Wenn man das Zeug schon gibt zum Vergolden, dann macht man gerade alles, oder? Keine halbe Sache ist das Motto. Da vorne Antriebswider, Ritzel. Antriebsritzel, wieder Halbmündli, Federkeil da, sauber drauf. Und da kann man jetzt auch gerade noch schnell kontrollieren, den Simmering, ob der vom Aufstecken nicht irgendwie einen Schaden genommen hat, ob das Federchen noch schön drin ist. Und dann ist das super. Ich schaue immer, dass die Sachsnümmerchen gegossen sind. Das ist nicht matchentscheidend, aber das mache ich immer so. Das ist auch wieder ganz wichtig, je nach Kurwelle. Das ist einfach auch ein Check, weil man kann ja ab 502 Kurwelle zum Beispiel für 503 nehmen. Man muss aber dann etwas unterlegen. Einfach schauen darauf, dass das Antriebsritzel zum Kupplungskorb, dass das dort schön mittig ist. Das ist etwas wirklich Wichtiges. Und dann haben wir hier die Sicherungsscheibe. Die hat auch wieder ein Näschen hier unten. Das Näschen geht in die Keilbahn vom Ritzel. Auch natürlich wieder eine Verdrehsicherung. Dann haben wir hier auch ein Goldmütterli, selbstverständlich. 10x1. So, machen wir hier drauf. Dann brauchen wir die hier zum Anheben. Nach fest kommt ab. So, sauber anlupfen und dann mit dem Durchschlag. So. Wäre das auch getan. Dann ziehen wir noch die andere an vom Kupplungskorb. Und da hat es ja eine Spannscheibe drunter, also da brauchen wir keine Sicherungsscheibe. So, Kupplungsbeleg. Die unbedingt ein bisschen vorölen. Und bis das Öl natürlich überall zwischendrin ist, geht das im Moment. Söderli. Dann eine drauf. Zwischenlamellen. Und wieder eine Kupplungsscheibe. Das ist eigentlich der Tod für jede Kupplung, oder wenn man einkuppelt, dass es nicht recht löst, nicht schön auf einen Klapp löst. Wenn man da an dem Kupplungshebel zieht, sollten die möglichst parallel auseinandergehen. Weil sonst ist das Problem, wenn wir natürlich die zwei Scheiben haben und die öffnen so, dann sind es erstens einseitig oder im äußeren Bereich dann immer abgenutzt, in der Mitte sind sie noch wie neu und wir haben den schönen Schleifpunkt nicht. Also wenn es parallel löst, dann hast du wirklich einen wunderschönen Kraftschluss, eine seidenfeine Geschichte. Und wenn das nicht ist, dann hast du die ganze Scheisserei. Und jetzt habe ich mich da für ein 20% Verstärkungsset entschieden.
Das langt absolut für die Leistung, die wir hier haben. Wir machen 9 Federchen rein, anstatt 6 und dafür aber schön geschmeidige. Dann tue ich immer gerne vorab da die Stösseli rein, weil das ist nachher natürlich nicht einfacher. Dann wir die Federchen draufstecken, wenn wir es dann können. So, dann haben wir hier jeweils in der Mitte die Hütchen. Dann können wir die hier aufsetzen. Und jetzt kommen wir bereits schon zu dem Punkt. Das Werkzeug hier, das kostet wirklich nicht viel. Gönnt euch das. Mit dem Schraubenzieher ist es einfach eine Oberkatastrophe. Es ist einfach alles kaputt nachher. Macht das wirklich nicht. Und dann das ganze Federpäckchen zusammenspannen. So, schauen wir doch mal, ob das schon langt. Dann haben wir hier die grosse Nase, die fixe. Die kommt zuerst rein. Da ist sie. Die kommt zuerst rein. Das ist jetzt wunderbar gegangen. Und dann haben wir hier die 2 Schüle. Die werden eingefahren und unbedingt schauen, dass die da schön unter diesen Aufnahmen sind. So, das war's schon. Dann kann man da wieder lösen. Und ihr seht, das ist einfach wirklich, da tut man das Federpaket auch nicht sinnlos irgendwie seitlich verwürgen, sondern man zieht das schön parallel zusammen. Also das ist optimal. Jetzt haben wir da auch bereits schon, wir können schon Spiel kontrollieren. Das ist perfekt so. Das einschrauben, sonst verlieren wir dann unsere Stössel wieder. Reinschrauben und da mit dem stellt man jetzt die Kupplung ein. Da kann man jetzt da hinten schön schauen, unser wunderschönes Hebel. Jetzt hat das so viel Spiel, wenn ich da rausdrehe, das Spiel wird immer grösser, also eindrehen, wird kleiner. Das Ziel ist, dass man da hinten am äußeren Rand so circa, was soll ich sagen, 5-8 mm Spiel haben. Das ist einfach, dass sicher gelöst ist, also das langt. Dann haben wir 5-6 mm hinten dran, dann können wir das hier auch anziehen. Dann hier das Mütterchen anziehen. Gut. Ja, dann wäre eigentlich diese Seite bereits schon fertig. Ich drehe dann einmal an dem ganzen Zeug. Das läuft alles sehr ring. Klar, jetzt sind Zimmerring, alles ist noch neu. Das heisst, die hat noch einen extremen Druck. Das täuscht einmal noch ein bisschen. Das ist ein Deckel. Da hat es verschiedene Sachen. Also da geht die Tretwelle zum Beispiel durch bei den einen. Zweigangmotor ist der von Anfang an verschlossen. Da ist er jetzt offen. Es gibt Blechkäppchen im Ofenkult, die da wunderbar reinpassen. Ich tue halt einmal gerne so ein Tellerchen drehen aus Alu und klopfe das hier rein. So. Ganz wichtig, natürlich vorher auch abgezogen die Dichtfläche. Jetzt kann man also gut, einfach wirklich nicht zu viel. Wunderbar ist das. He? Jetzt eigentlich da oben nehme ich noch ein Ausscheibchen dann. Es ist absolut traumhaft. Ich weiss natürlich schon, wie alle anderen Teile aussehen vom Nickel Goldbober. Aber ich finde, also nur schon das ist schon mal sehr, sehr elegant. Am Anfang bin ich sehr skeptisch mit dem Lack auf dem Motor, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das kommt bombastisch zu allem anderen Zeugs. Ja, es ist schön. Es ist richtig schön. Und dann im Sonnenlicht kommt das immer noch schöner. Und wir haben ja da natürlich noch da unten, das sind ja da die Ölschräubchen. Klar, wir kommen dann natürlich noch Dichtungen an. Aber gleich, es ist einfach toll. Der Zylinder kommt natürlich nachher und am Schluss noch Sahnestückchen. Ganz wichtig, die Dichtfläche muss wirklich sauber sein. Ich mache da einmal gerne so ein bisschen in Kreuzstrich, dann sehe ich wirklich, dass es überall trägt. Da haben wir originale Bölzli. Die mache ich immer trocken. Man kann natürlich die mit Loctite sichern. Ich mache es einmal lieber trocken und ziehe es sauber ein bisschen an. Und dann ist es auch gewährleistet, dass sicher der Bolzen nicht mit rauskommt, wenn man die Zylindermutter löst. Also, ich habe in der Zwischenzeit die Zündung eingebaut. Da gibt es ja ein super Tutorial. Das ist ein VEC. Ich habe mich jetzt für eine VEC-Zündung entschieden, elektronisch. Ich war lange ein bisschen hin und her. Eigentlich habe ich gedacht, wäre geil, wieder mal eine Unterbrecherzündung machen. Aber wir haben so gute Erfahrung mit den VEC. Darum habe ich mich jetzt für die entschieden. Dann sind wir da bereits schon beim Zylinder angelangt. Da haben wir natürlich auch wieder Kurbelwelle mit Nadellager oben, 16 mm. Und unten, das gibt natürlich gar nichts mehr anders. Kolben rein, die bekannten Sicherungssplintchen. Schaut wirklich, dass die einen guten Sitz haben.
und dass man es, wie man es jetzt hier sieht, dass man quasi in Hubrichtung, dass die entweder die Öffnung unten oder oben ist, einfach wegen der Verliehkräfte, weil mir ist es auch einmal passiert, dann hat es mir so einen Kolbensplinter rausvibriert, ist er rausgewandert und dann scheppert es wie die Sau und dann ist nämlich alles am Arsch, oder? Ja, jetzt auch hier das Gehäuse. Habe ich nicht wahnsinnig gross angepasst, weil eben Priorität ist bei diesem Hobel natürlich nicht, dass wir weiss ich, wie schnell sind, sondern einfach, dass das sauber läuft. Dann da ist jetzt fast noch untergegangen. Da gibt es so ein super Tool, um die Bölzli zu drehen. Und wie gesagt, ich tue die trocken montieren, also nicht mit Loctite. Ich tue die lieber so ein bisschen satt reinschrauben. Mit dem super Tool, das es da gibt. Tönt das da nicht übertreiben, einfach so ein bisschen handfest. Dann kann man wieder gegenlösen und dann ist das eine saubere Sache. Ganz wichtig, ich bin halt ich tue gerne alle die Gewinde nachschneiden, gerade wenn man es lackiert hat sowieso, weil sonst gibt es einfach eine Katastrophe, weil wenn die noch 2 umdrehen, dann fängt es schon an zu klemmen, das schiesst mich halt einfach an. Also vorsichtig die Dichtung drauf. Auf die richtige Seite natürlich. Und eben auch das Gehäuse, ich habe jetzt das hier nicht weiss ich wie angepasst. Klar, ganz minim, aber es ist halt immer heikel, wenn man dann das Gehäuse ausschleift und gerade bei diesen Zylindern, die dann halt sehr grosse Überströmer haben, dann hat man fast keine Dichtfläche mehr und das ist halt einfach ein heißer. Da kommt trotzdem ein 41 mm Zylinder drauf. Hat natürlich ein bisschen mehr Saft, aber wie gesagt nicht übertrieben. Tun wir das schön ölen und dann können wir das bereits mal draufstecken. Da natürlich auch ganz wichtig, schauen, dass die Kolbenstöße stimmen. So. Aha, nicht ganz drauf gewesen. So. Wenn es ein Pfeil hat auf dem Kolben, Pfeil gegen Auslass. Sehr wichtig, weil in diesem Fall hat jetzt da zum Beispiel das Kolbenhemd auf der einen Seite, auf der Einlassseite, ist ein bisschen gekürzt und das muss natürlich stimmen. Sowie auch Kolberingstöße, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ihr Kolben kombiniert mit Zylinder, habt irgendeinen Zylinder, braucht noch einen Kolben, schaut unbedingt immer, dass die Kolbenstöße stimmen. Weil sonst ist das genau dasselbe, wenn man den Kolberingstoß, wenn der natürlich die Öffnung hat, an einem Ort, wo zum Beispiel ein Überströmkanal ist oder ein Auslass oder was auch immer, dann kann sich der dort entspannen und dann geht er in die Kanalien und dann reißt er ab. Und dann scheppert es auch, oder? So, ein bisschen fummeln. Das ist einmal ein bisschen eng da. Komm. Ja. Es ist immer, oder? Wenn niemand zuschaut, dann ja. Geht das immer auf den ersten Dings. Entschuldigung. Ich guck mal weg. Und? Ja. Einwandfrei. Siehst du? Dann musst du immer 16 umdrehungsweise das Zeug anziehen. So, die Stehbölzli unbedingt auch sauber rein. Und dann kann ich den Zylinder ein bisschen anlupfen. Dann kann man das hier sauber ansetzen. Ich nehme da halt gerne Stoppmütterli. Das ist sowieso allgemein beim Töffli entweder Stoppmütterli oder sonst Loctite. Halt einfach wegen der Vibrationen. So, Schwungrad natürlich auch wieder Keil. Passt da auf, wenn ihr da den Keil nicht perfekt trefft, nicht einfach anziehen. Das ist ein Konus und man merkt, wenn man natürlich die Schrauben anzieht, ist sie satt dran oder kann man noch, es geht zwar streng, aber man kann noch weiterziehen, dann stimmt der Keil nicht. Und dann, das sehen wir leider sehr viel, und dann ist einfach die Keilbahn am Arsch und so mit Schwungrad. Wir können das nächste Deckel montieren. Dann da unten, was wird hier sein? Jetzt freue ich mich dann, Jetzt kommt nämlich bald das für mich schönste Teil. Da haben wir das Schaltkeil, ganz ein wichtiges Teil. Schaut auch hier, ist meistens auf der vorderen Seite, kann das eingelaufen sein, wie verrückt. Immer schön aufpassen und anschauen. Und selbstverständlich fette wie 7, da richtig ordentlich Schmutz dran. Das kann man wirklich füllen. Und dann kann man da mit dem Schraubenzieher hinterher, dann da das Ganze einfahren. Schaut auch, dass das C von dem Schaltschuh nach innen schaut. Dann das hier einfahren. Und dann kann man das da langsam drauf runterlassen. Passt da auf, wenn ihr das nämlich das Gewinde von dem Schaltstängel versichert, dann nehmen wir den ganzen Motor wieder auseinander. Da müsst ihr nicht übertreiben mit Anziehen. Das muss noch mal weg.
Da gibt es natürlich auch verschiedene Ritzel. Und hier eine vergoldete Spannscheibe. Jetzt hier mache ich persönlich da gerne ein bisschen blauen Loctite her. Standard-Anzugsmoment, wo Sachs vorgibt, das finde ich einfach zu wenig. Wir sehen es leider unheimlich viel. Bei diesem Deckel geht es jetzt noch. Man sieht aber hier sogar schon Spuren. Und diese Spuren, die kommen genau wegen dem. Das Ritzel löst sich, fängt an Eiern, rutscht raus und dann streift die Kette entlang. Das finde ich halt einfach etwas Wichtiges, weil das tut mir jedes Mal im Herz weh. Dann sieht der Motor von außen traumhaft schön aus. Und dann nimmt man dort die Verschallung weg, das Lüfterdeckel, und dann kommt das darunter zum Vorschein. Und das tut mir jedes Mal weh im Herzli. So, das reicht. 13er Ritzel ist dran, dann können wir hier wieder weitermachen. Probieren wir es nochmal. 3-Gang-Schaltung einstellen. Das ist noch eine tricky Sache. Also, wenn wir ihn rausziehen, ist der erste Gang. Der erste Gang ist ganz außen, nämlich da. Jetzt, wenn man da genau schaut, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, um das im Video zu zeigen. Aber wenn ich da hinten Druck aufs Ritzel gebe, also ich ziehe den ganz raus mit dem Schraubenzieher, und dann gebe ich ein bisschen Zug aufs Ritzel. Und dann sieht man wieder den Schaltstift, wie es den ganz ein bisschen reinzieht. Und dann bleibt er. Das ist aus einem Grund, nämlich der Schaltkeil drin und die Zahnrädchen, die sind so ganz leicht bombiert. Und dann hat man wirklich perfekt Mitte. Sachs gibt es anders vor zum Einstellen. Am Anfang habe ich es auch so nach Sachs gemacht, da mit den Markierungen. Aber ich habe dann einmal halben überbissen, weil es nicht recht gestimmt hat. Und die 3-Gang-Schaltung ist einfach extrem heikel. Das heisst, ich gehe jetzt hier auf den ersten Gang, gebe da hinten ein bisschen Druck, dann da oben ganz einen Anschlag. Weil das ist unser erster Gang und dann ziehe ich das einmal an. Hier in der Mitte, da seht ihr das helle Scheibli, das ist ein Aluminiumscheibli. Das ist extrem wichtig, dass das sauber ist, ein neues. Weil, wenn man dann natürlich 7-mal die Schaltung einstellt, es hat so ganz kleine Zähnchen drin, dass sich das eben nicht mehr verstellt. So, jetzt mal angefallen lassen. Jetzt sehen wir, wenn wir dort loslässt, dann tätscht es dann gerade zurück. Natürlich, da wegen dieser Federn, wenn ich jetzt hier drehe, dann geht es im Moment, zack, und jetzt ist er im dritten. Jetzt sehen wir, da hinten steht er schön an, das ist im dritten Gang. Dann kann ich quasi schalten. Da ist 2, das sieht man jetzt hier nicht mehr, weil es poliert und vergoldet ist. Hat es eine Markierung, das muss genau Mitte von dem Stift sein. Hat auf beiden eine Markierung, das stimmt aber einwandfrei. Und dann da ist es 0 und da ist es 1. Das Scheibli da zwischendrin, wo man da noch sieht, ist einfach so ein Aluminiumscheibli, weil wir sehen hier, am oberen, an der Schaltkulisse und am Schaltzapfen hat es so Näsli. Und die Näsli sind eben dafür da, dass, wenn man es zusammenzieht, die Position, also man stellt das einmal schön ein. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier Luft. Und wenn man das zusammenzieht, dann tut sich die Scheibe dort in die Näsli fressen und dann verstellt sich das absolut nicht mehr. Wenn man das schon 7-mal eingestellt hat, die Scheiben sehen richtig scheiße aus, haben 100 verschiedene Löchli und wenn die natürlich so viele Einkerbungen schon haben, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn man da halb auf einem Loch ist, mit so einem Näsli, dann zieht es das wieder dort zurück. Also dann bringt es nie an, dass die Schaltung sauber funktioniert. Also wichtig, ich sage immer, so ein Scheibli kann man 2 bis Maximum 3-mal brauchen in einer neuen Position und dann weg und ersetzen. Jetzt kommt das wunderschöne Lüfterrad drehen. Das ist übrigens ein CNC-Lüfterrad vom Mofa-Kult. Schön auch wie alles andere, 24 Karat vergoldet. Selbstverständlich, weil das ist ja etwas, das sieht man nachher durch den Lufteinlass mit Federscheiben. Da ist ganz wichtig, dass die Schräubchen nicht zu lang sind, weil sonst verschlägt so innen dran Licht- oder Zündspulen. Da zwischen innen, da sieht man, es hat so ganz einen leichten Absatz da. Da hat es normalerweise dort noch ganz einen dünnen Aluring. Den Aluring habe ich aber leider die Erfahrung gemacht, dass wenn der mal rausgefallen ist, ist das hure mühsam, um den wieder zu sichern und machen. Darum lasse ich jetzt den in diesem Fall weg, weil mit dem Geschirr wird sowieso nicht im Regen gefahren, es wird kein Motocross gefahren, alles das Zeug. Weil das ist eigentlich einfach nur eine Staubdichtung, kann man sagen, gegen Regen, gegen groben Schmutz. Braucht es in diesem Fall aber absolut nicht. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Gefällt mir also gut, muss ich sagen. He? Einfach Gold, nicht zu viel. Da ist jetzt natürlich noch ein rechter Fleck, aber... Weißt du, schön, der Kopf, der muss vernickelt werden. Das ist jetzt einfach gerade absolut klar. Und dann mit dem Goldschräubchen da.
Und dann brauche ich die, glaube ich, dann da. Au! Oh Mann, du! Scheiße. Die ist noch gut. Ja, also es ist sicher das außergewöhnlichste Motor von der Farbwahl, das bis jetzt hier auf dem Schragen gelegen ist. Das ist der Kickstarter, den tue ich auch mal pro forma her. Das wäre der Kickstarter, das ist klar. Das kann man jetzt gerade schauen. Das ist wunderbar. Der dreht, schön Nickel. Komm da rüber, schau mal das Teil an. Da verrecke ich. Und jetzt kommt es dann gerade aus, weil ich glaube, mit dem Lüfterrad und allem, das spiegelt sogar drin rein. Das ist absolut geil. Fuck! Ja, lecker, ja, es ist hure schön. Nickel, die Farbe und das Gold. What the fuck, hä? Ja, es spiegelt sich sogar hin im Lüfterrad. Das ist oben aus. Aber jetzt muss ich einfach noch so eine Spitzmutter machen, weil die sieht man natürlich. Und jetzt muss dort natürlich so eine Bulletmutter als Halterung her. Ja, das sind eben die kleinen Details, oder? Ja, es ist ganz klar, es ist Geschmackssache. Es ist natürlich einfach hure edel alles. Also ich stehe voll drauf. Da kommt noch eine Bulletmutter, da hinten kommt noch eine Bulletmutter, schön vergoldete und wahrscheinlich sogar noch das Blättchen, weil man sieht den Schwungrad noch ganz ein bisschen. Aber sonst, also ich bin hure Fan. Das möchte ich auch noch geben, zum Vernickeln. Mal schauen, wenn ich es dann ganz übertreiben will, zerlege ich den Vergaser vielleicht noch und gebe den auch zum Vernickeln. Ich weiss es noch nicht. Also ich finde es absolut ein gelungenes Ding. Ja. Und der Auspuff! Oh. Ich habe ja noch einen Auspuff gebastelt. Ich weiss gar nicht, ob man den schon gesehen hat. Der Auspuff ist natürlich oben aus. Es ist ein Piep, oder? Und einfach links abgehend und Jesus Gott, jetzt bin ich gerade im Rausch. Jetzt müssen wir da so schnell wie möglich den Hobel zusammensetzen. Also mich würde es auch wundern, wie gefällt euch die Kombination mit dem Gold, mit dieser Farbe, der Lack? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und mit dem will ich auch abschließen. Danke vielmals fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch gute Zeit und bis bald. Ciao zusammen.